Lektion 1: Karriereziele. Was machen Sie gerne? Ich habe Freude am Umgang mit Menschen und möchte deshalb vielleicht als Verkäufer in einem Einzelhandelsgeschäft arbeiten. Das klingt, als würde es gut zu Ihnen passen. Sie haben eine so freundliche Persönlichkeit. Vielen Dank. Ich bin überzeugt, dass ich den Einkauf für meine Kunden zu einem angenehmen Erlebnis machen kann. Auf jeden Fall. Ihre Begeisterung würde sicherlich viele Käufer anlocken. Das hoffe ich. Es wäre erfüllend, anderen zu helfen, das zu finden, was sie brauchen. In der Tat. Außerdem würden Sie wertvolle Kommunikationsfähigkeiten erlernen. Ja, und ich könnte Einblicke in die Kundenpräferenzen gewinnen. Das ist eine wunderbare Perspektive. Ich bewundere Ihren Ehrgeiz. Lektion 2: Vorteile des Gewichthebens. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, Gewichtheben in Ihr Trainingsprogramm aufzunehmen? Ja, ich glaube, dass Gewichtheben großartig ist, um Kraft aufzubauen. Ich mache es zweimal pro Woche und habe deutliche Verbesserungen festgestellt. Das ist beeindruckend. Beständigkeit macht in Sachen Fitness wirklich einen Unterschied. Das tut es auf jeden Fall. Ich fühle mich mit jeder Sitzung stärker und selbstbewusster. Das kann ich mir vorstellen. Welche Übungen machen dir am meisten Spaß? Besonders gerne mache ich Kreuzheben und Bankdrücken. Sie sind sehr effektiv. Das sind tolle Entscheidungen. Ich sollte sie auch in meine Routine einbauen. Auf jeden Fall. Lasst uns einander motivieren, unsere Fitnessziele zu erreichen. Lektion 3: Die Kunst des Zuhörens. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, wie vorteilhaft aktives Zuhören am Arbeitsplatz sein kann? Das habe ich tatsächlich. Wenn wir aktiv zuhören, können wir die Sichtweisen unserer Kollegen besser verstehen. Genau. Es fördert eine kollaborativere Umgebung, nicht wahr? Beruf. Menschen fühlen sich wertgeschätzt, wenn ihre Ideen anerkannt werden. Dies kann zu einer höheren Produktivität und Moral unter den Teammitgliedern führen. Ja, und es führt oft zu weniger Missverständnissen und Konflikten. Ich stimme vollkommen zu. Es ist erstaunlich, was ein wenig Aufmerksamkeit bewirken kann. Es kann ein banales Meeting in eine dynamische Diskussion verwandeln. Der Schlüssel scheint darin zu liegen, sich voll und ganz einzubringen, anstatt nur den Worten zuzuhören. Lektion 4: Besprechungszeit. Ich freue mich auf unser bevorstehendes Treffen. Wie viele Personen werden teilnehmen? Natürlich nicht. Je mehr, desto besser. Es sorgt immer für eine lebhafte Diskussion. Super. Dann treffen wir uns um 9 Uhr. Das klingt perfekt. Ich glaube, wir werden eine produktive Sitzung haben. Ja, und Frühtreffen führen oft zu neuen Ideen. Ich stimme zu. Es ist wunderbar, den Tag mit Begeisterung zu beginnen. Ich werde dafür sorgen, dass für alle Erfrischungen dabei sind. Das ist eine aufmerksame Geste. Sie trägt immer dazu bei, die Stimmung hochzuhalten. In der Tat. Ich freue mich darauf, die Gedanken und Beiträge aller zu hören. Lektion 5: Vorteile der Aromatherapie.
Haben Sie schon einmal mit Aromatherapie experimentiert? Das habe ich. Es kann eine großartige Möglichkeit sein, Entspannung und Konzentration zu erreichen. Auf jeden Fall. Die richtigen Düfte können die Stimmung deutlich verbessern. Haben Sie Lavendel probiert? Er wirkt besonders beruhigend, nicht wahr? Ja, das habe ich. Es verwandelt meine stressigen Tage in ruhige. Ich finde, dass Zitrusdüfte beleben und Energie geben können. Das ist ein ausgezeichneter Punkt. Sie können wirklich dazu beitragen, die Produktivität zu steigern. Ich glaube, es gibt für jedes Bedürfnis und jeden Anlass einen Duft. In der Tat, Aromatherapie ist ein vielseitiges Mittel für das Wohlbefinden. Lektion 6: Die Freude am Kochen. Ich muss sagen, Kochen ist eine sehr nützliche Fähigkeit. Puh, es ist toll, köstliche Mahlzeiten zubereiten zu können. Ja, und es kann auch eine wunderbare Möglichkeit sein, Kreativität auszudrücken. Ich stimme voll und ganz zu. Das Experimentieren mit Aromen kann ziemlich aufregend sein. Außerdem lässt sich durch das Kochen zu Hause im Vergleich zum Essen gehen eine Menge Geld sparen. Das ist ein erheblicher Vorteil. Es ermöglicht auch gesündere Entscheidungen. Tatsächlich. Selbst gekochte Mahlzeiten schmecken oft besser als Essen zum Mitnehmen. Es macht mir Freude, meine kulinarischen Kreationen mit Freunden und Familie zu teilen. Das ist das Beste daran. Essen bringt Menschen auf die schönste Art und Weise zusammen. Lektion 7: Schülerverhalten. Welches Verhalten von Schülern halten Sie für inakzeptabel? Für Universitäten ist es von entscheidender Bedeutung, auf disruptive Aktivitäten zu achten. Ich stimme voll und ganz zu. Respektloses Verhalten kann das Lernklima beeinträchtigen. Ja, und es kann sowohl für Studierende als auch für Lehrkräfte eine negative Atmosphäre schaffen. Ich denke, es ist wichtig, dass Institutionen klare Erwartungen setzen. Auf jeden Fall. Richtlinien können dabei helfen, eine förderliche Lernumgebung zu schaffen. Darüber hinaus kann eine Eskalation verhindert werden, wenn Probleme umgehend angegangen werden. Das ist ein kluger Ansatz. Offene Kommunikation ist in solchen Situationen der Schlüssel. Letztendlich ist die Förderung des Respekts unter den Schülern für den Erfolg von entscheidender Bedeutung. Lektion 8: Einfach absetzen. Reisen Sie heute irgendwohin, wo es spannend ist? Ich reise nicht, sondern bringe nur einen Freund zum Flughafen. Wie aufmerksam von Ihnen. Wohin gehen Sie danach? Vielleicht erkunde ich die nähere Umgebung, während ich auf Ihre Rückkehr warte. Das klingt nach einem tollen Plan. Dort in der Gegend gibt es einige tolle Cafés. Ja, ich habe von einem charmanten Café gehört, das fantastisches Gebäck serviert. Das sollten Sie unbedingt ausprobieren. Eine gute Belohnung verschönert immer den Tag. Ich stimme zu. Es wird schön sein, mit einem Buch und einer Tasse Kaffee zu entspannen. Hoffen wir, dass Ihr Freund nicht zu lange braucht. Lektion 9: Der schwarze Koffer. Am Bahnhof fiel mir ein Koffer auf, der meine Aufmerksamkeit erregte. Ah, wirklich. Wie sah es aus?
Es ist ein schwarzer Koffer mit einem roten Griff und einem kleinen Kratzer. Das klingt unverwechselbar. Ich frage mich, ob es jemandem in der Nähe gehört. Ich hoffe es. Verlorenes Gepäck kann so ärgerlich sein. Ja, insbesondere wenn es sich um wichtige Gegenstände handelt. Halten Sie es für ratsam, dies dem Bahnhofspersonal zu melden? Ich glaube, das wäre eine gute Idee. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Auf jeden Fall. Es ist immer besser, sicherzustellen, dass alles in Ordnung ist. Lektion 10. Darmstadts Pläne. Ich freue mich sehr auf unser Treffen an diesem Wochenende. Wir sehen uns dann am Samstag um 10:30 Uhr. Perfekt. Ich werde auf jeden Fall alle notwendigen Materialien mitbringen. Großartig. Ich freue mich darauf, unsere Pläne und Ideen zu besprechen. Ich bin überzeugt, dass wir in dieser Zeit viel erreichen werden. Ja, diese Brainstorming-Sitzungen können zu wunderbaren Ergebnissen führen. Ich bin auch gespannt auf die Beiträge aller. Auf jeden Fall. Zusammenarbeit führt oft zu den besten Lösungen. Lassen Sie uns dieses Treffen produktiv und angenehm gestalten. Lektion 11. Wettbewerbsfähige Angebote. Für uns ist es wichtig, auf dem Markt wettbewerbsfähig zu bleiben. Auf jeden Fall. Wir bieten einen wettbewerbsfähigen Preis und einen flexiblen Zahlungsplan. Das ist eine brillante Strategie. Sie spricht ein breiteres Publikum an. Ja, und es gibt den Kunden ein besseres Gefühl bei der Entscheidungsfindung. Ich bin davon überzeugt, dass die Bereitstellung von Optionen die Kundenzufriedenheit erheblich steigern kann. Ja, wenn sich Kunden wertgeschätzt fühlen, kommen sie eher wieder. Es spiegelt auch unser Engagement wider, ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Ja, der Aufbau von Vertrauen ist für langfristige Beziehungen unerlässlich. Stellen wir sicher, dass unser Vorschlag diese Vorteile deutlich hervorhebt. Lektion 12. Packtits. Was sollten wir beim Packen unserer Reisevorbereitungen beachten? Denken Sie unbedingt daran, Ihr Gepäck zu wiegen, bevor Sie zum Flughafen aufbrechen. Das ist ein sehr guter Punkt. Übergewichtige Gepäckstücke können zu zusätzlichen Gebühren führen. Ja, besser ist es, Überraschungen am Check-in-Schalter zu vermeiden. Ich finde es auch hilfreich, eine Packliste zu erstellen, um sicherzustellen, dass nichts vergessen wird. Das ist eine kluge Strategie. Sie kann später viel Stress ersparen. Darüber hinaus kann es hilfreich sein, die Artikel nach Kategorien zu ordnen. Ich stimme zu. Es erleichtert das Ausparken am Zielort erheblich. Stellen wir sicher, dass wir für die bevorstehende Reise gut vorbereitet sind. Lektion 13. Zuschauersport. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, wie sehr Zuschauersportarten auf Wetten angewiesen sind? Tatsächlich sind viele regelmäßig stattfindende Rennen auf Glücksspiele angewiesen, um Zuschauer anzulocken. Es ist ziemlich faszinierend, nicht wahr? Der Nervenkitzel beim Wetten sorgt für zusätzliche Spannung. Auf jeden Fall. Ich glaube, es steigert das Gesamterlebnis für viele Fans. Es erzeugt ein Gefühl der Beteiligung und gibt den Zuschauern das Gefühl, Teil der Handlung zu sein.
Ja, und die Einsätze können die Ergebnisse oft noch spannender machen. Haben Sie schon einmal auf ein Rennen oder ein Spiel gewettet? Das habe ich, aber ich muss zugeben, dass ich das Ereignis lieber ohne den Druck des Wettens genieße. Das ist fair. Manchmal ist es schön, einfach nur zuzuschauen und die Lieblingsmannschaft oder den Lieblingsspieler anzufeuern. Lektion 14. Regentropfen Entspannung. Ich muss gestehen, ich liebe das Geräusch von Regentropfen. Es kann tatsächlich sehr entspannend sein. Es hat etwas Beruhigendes. Ich stimme zu. Es versetzt mich oft in eine nachdenkliche Stimmung. Ja, es bietet die perfekte Kulisse zum Lesen oder einfach zum Entspannen. Genau. Ich genieße oft eine warme Tasse Tee, während ich dem Regen lausche. Das klingt wunderbar. Ich finde, es trägt zur gemütlichen Atmosphäre eines Zuhauses bei. Auf jeden Fall. Haben Sie schon einmal versucht, beim Geräusch des Regens einzuschlafen? Das habe ich und es ist absolut friedlich. Es fühlt sich an wie das Schlaflied der Natur. In der Tat. Es ist faszinierend, wie etwas so Einfaches so viel Trost spenden kann. Lektion 15. Titelvorschläge. Ich habe vorhin Ihren Artikel gelesen und habe einen Vorschlag. Ah, wirklich. Was meinst du? Ich glaube, Sie sollten den Titel in einen interessanteren ändern. Das ist eine tolle Idee. Ein besserer Titel wird definitiv mehr Leser anziehen. Genau. Ein einprägsamer Titel kann den entscheidenden Unterschied machen, wenn es darum geht, Aufmerksamkeit zu erregen. Ich stimme voll und ganz zu. Es ist schließlich der erste Eindruck. Genau. Welcher Titel würde Ihrer Meinung nach besser dazu passen? Vielleicht würde etwas Spielerischeres oder Dramatischeres gut funktionieren. Das klingt vielversprechend. Lassen Sie uns gemeinsam einige Optionen erarbeiten. Lektion 16. Verhandlungstipps. Wenn Sie ein neues Projekt starten, müssen Sie etwas Wichtiges bedenken. Das, das werde ich mir auf jeden Fall merken. Es ist wichtig, bei Bedarf einen Starttermin auszuhandeln. Das ist absolut sinnvoll. Ein klarer Zeitplan kann spätere Missverständnisse verhindern. In der Tat, es weckt Erwartungen bei allen Beteiligten. Außerdem ermöglicht es eine bessere Planung auf beiden Seiten. Genau. Ich glaube, offene Kommunikation ist in solchen Situationen der Schlüssel. Dem kann ich nur zustimmen. Es fördert eine kollaborative Umgebung. Absolut. Ich bin froh, dass wir uns in dieser Sache einig sind. Lektion 17 sind Finnen. Ich möchte mir einen Moment Zeit nehmen, um über etwas Persönliches nachzudenken. Natürlich. Was beschäftigt Sie? Ich hatte vielleicht einen schweren Schlag, aber ich habe eine Menge, wofür es sich zu leben lohnt. Das ist eine starke Perspektive. Es ist wichtig, sich auf das Positive zu konzentrieren. Ja, selbst in schwierigen Zeiten gibt es immer einen Lichtblick. Ja, es geht darum, in den kleinen Dingen Sinn und Zweck zu finden. Ich lerne,
die Reise zu schätzen, auch wenn sie hart wird. Das ist eine wunderbare Einstellung. Sie zeugt von Widerstandsfähigkeit und Stärke. Vielen Dank. Ich glaube, dass mit der richtigen Einstellung alles möglich ist. Lektion 18. Flugerfahrung. Haben Sie die Mädchen quietschen hören, als das Flugzeug nach oben schoss? Ja, das habe ich. Ihre Begeisterung war ansteckend. Es war wohl komisch. Tassa richtete das Flugzeug aus und flog danach reibungslos. Sie hat es wie ein Profi gemeistert. Es muss für alle ein ziemliches Erlebnis gewesen sein. In der Tat. Ich bewundere, wie ruhig sie trotz all der Aufregung geblieben ist. Löw. Es erfordert Geschick, ein Flugzeug zu steuern, insbesondere mit nervösen Passagieren. Ich kann mir den Adrenalinschub, den sie verspürte, nur vorstellen. Ja, und die Freude am Fliegen muss für sie berauschend gewesen sein. Ich finde es fantastisch zu sehen, wie junge Menschen ihre Träume in der Luftfahrt verfolgen. Lektion 19. Historische Inversionen. Geschichte kann ziemlich faszinierend sein, insbesondere wenn es um Invasionen geht. Tatsächlich. Der Rand wurde im 9. und 10. Jahrhundert von ziemlich turbulenten Angriffen heimgesucht. Ja, und dann fielen im 12. Jahrhundert die Engländer in Irland ein, was zu erheblichen Veränderungen führte. Das ist richtig. Jede Invasion prägte die Kultur und Landschaft Irlands. Es ist faszinierend, welchen Einfluss historische Ereignisse auf die moderne Gesellschaft haben können. Löw. Das Verständnis dieser Ereignisse hilft uns, die Gegenwart wertzuschätzen. Ich frage mich, wie das Leben für die Menschen in diesen turbulenten Zeiten war. Es muss eine unglaubliche Herausforderung gewesen sein, aber sie zeigten eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit. In der Tat, die Geschichte lehrt uns oft wertvolle Lektionen über Stärke und Überleben. Lektion 20. Ratschläge für Eltern. Manchmal wünsche ich mir etwas mehr Unabhängigkeit. Das kann ich verstehen. Fühlen Sie sich mit den Ratschlägen überfordert? Ja, manchmal wünschte ich, sie würde mir nicht so viele Ratschläge geben. Es kann eine Herausforderung sein, wenn andere es gut meinen, aber ihre Autonomie nicht anerkennen. Genau. Ich denke, ich weiß jetzt, was für mich das Beste ist. Es ist wichtig, auf ihre Instinkte zu vertrauen und aus ihren Erfahrungen zu lernen. Ich stimme zu. Ich schätze den Rat, treffe aber lieber meine eigenen Entscheidungen. Das ist eine gesunde Einstellung. Sie zeigt Wachstum und Selbstvertrauen. Danke. Das alles ist Teil meiner Entwicklung zu dem, der ich sein soll. Lektion 21. Lebensmitteleinkauf. Was können wir heute im Lebensmittelgeschäft finden? Hi, was du heute einkaufen? Das habe ich. Ich habe es geschafft, die meisten wichtigen Dinge zu besorgen. Das ist großartig. Haben Sie etwas Interessantes gefunden? Ja, ich habe eine neue Marke von Biosnacks entdeckt, die ich noch nie zuvor gesehen hatte. Wie aufregend. Bioprodukte sind heutzutage sehr beliebt. Das sind sie. Ich glaube, sie bieten gesündere Alternativen für alle.
Auf jeden Fall. Ich bin immer auf der Suche nach nahrhaften Fundstücken. Lass uns das nächste Mal zusammen einkaufen gehen. Es könnte Spaß machen, die Gegend zu erkunden. Lektion 22, Modeberatung. Wissen Sie, ich denke, wenn es um Mode geht, ist es wichtig, ehrliche Freunde zu haben. Auf jeden Fall. Wir können uns gegenseitig ehrliche Modetipps geben. Ich stimme zu. Es ist erfrischend, jemanden zu haben, der einem die Wahrheit sagt. Ja, es bewahrt uns vor modischen Volkspass. Genau. Freunde sollten sich gegenseitig ermutigen, auch in der Wahl ihres Stils. Ich glaube auch, dass es wichtig ist, offen für konstruktive Kritik zu sein. Absolut. So entwickeln wir uns weiter und verfeinern unseren persönlichen Stil. Versprechen wir uns, immer ehrlich zueinander zu sein, was unsere Outfits angeht. Davon bin ich absolut überzeugt. Das wird unseren Einkaufsbummel deutlich angenehmer machen. Lektion 23, Charlottes musikalische Reise. Haben Sie von Charlottes jüngstem Erfolg gehört? Ja, das habe ich. Sie hat mittlerweile 3 Alben aufgenommen und wir können 2001 mit einem vierten rechnen. Das ist ziemlich beeindruckend. Sie hat sich in der Musikbranche definitiv einen Namen gemacht. Zuluf. Ihre Hingabe und ihr Talent kommen in ihrer Arbeit deutlich zum Ausdruck. Ich frage mich, wie ihr nächstes Album klingen wird. Gibt es irgendwelche Hinweise zur Richtung? Ich glaube, sie hat erwähnt, dass sie neue Genres erkunden möchte, was aufregend ist. Es wird interessant sein zu sehen, wie sich ihr Stil entwickelt. Ja, Künstler wachsen und verändern sich oft mit jedem neuen Projekt. Ich freue mich darauf, ihre neue Musik zu hören und ihre Konzerte zu besuchen. Lektion 24, Kürbisnitzstas. Da Halloween vor der Tür steht, haben Sie schon einmal daran gedacht, Kürbisse zu schnitzen? Tef, es macht richtig Spaß. Man schneidet oben in den Kürbis ein Loch und leert das Fruchtfleisch heraus. Genau. Und dann beginnt der wahre Spaß mit dem Schnitzen von Gesichtern oder Motiven. Ich liebe es, all die kreativen Ideen zu sehen, die die Leute haben. Ich auch. Manche Leute schaffen aus einfachen Kürbissen erstaunliche Kunstwerke. Es ist bemerkenswert, wie viel Kreativität aus einer so einfachen Aufgabe entstehen kann. Und nicht zu vergessen die leckeren Kürbiskerne. Borazulov. Sie anschließend zu rösten ist ein köstlicher Genuss. Es scheint die perfekte Art zu sein, einen Herbstnachmittag zu verbringen. Lektion 25, historische Einblicke. Die Geschichte dieses Landes im 17. und 18. Jahrhundert ist sehr interessant. In der Tat, es war eine Zeit bedeutender Veränderungen und Entwicklungen. Absolut. Die Kolonisierung und die Handelsrouten waren faszinierende Aspekte. Ja, und der kulturelle Austausch während dieser Zeit hat vieles von dem geprägt, was wir heute sehen. Es ist faszinierend, wie historische Ereignisse nachhaltige Auswirkungen auf die moderne Gesellschaft haben. Ich glaube, das Verständnis der Vergangenheit hilft uns, die Gegenwart zu meistern. Ich würde gerne tiefer in dieses Thema eintauchen. Tja,
Vielleicht können wir gemeinsam einige Dokumentationen oder Bücher erkunden. Das klingt nach einem wunderbaren Plan. Wissen ist immer bereichernd. Lektion 26: Strandurlaub. Das klingt super. Was hast du da gemacht? Wir verbrachten unsere Tage mit Sonnenbaden und Schwimmen im kristallklaren Wasser. Wie schön. Das klingt nach der perfekten Art zu entspannen. Das war es wirklich. Wir haben auch einige lokale Sehenswürdigkeiten erkundet und köstliche Meeresfrüchte genossen. Ich kann mir vorstellen, dass auch die Sonnenuntergänge atemberaubend waren. Das waren sie. Jeden Abend versammelten wir uns, um zuzusehen, wie sich der Himmel in eine Leinwand aus Farben verwandelte. Das klingt magisch. Ich würde so einen Kurzurlaub gerne erleben. Das sollten sie. Es regeneriert Körper und Geist. Ich muss bald eine Reise planen. Lektion 27: Bewusstsein für Erfrischungsgetränke. Wussten Sie, dass viele Erfrischungsgetränke große Mengen Zucker enthalten? Ja, es ist besorgniserregend. Wer sehr häufig Softdrinks trinkt, nimmt sehr viel Zucker zu sich. Genau. Dies kann im Laufe der Zeit zu verschiedenen gesundheitlichen Problemen führen. Es ist wichtig, dass sich die Menschen darüber im Klaren sind, was sie konsumieren. Ich stimme zu. Bei zuckerhaltigen Getränken ist Mäßigung der Schlüssel. Vielleicht könnte es hilfreich sein, Alternativen wie Wasser oder Kräutertees anzubieten. Das ist ein ausgezeichneter Vorschlag. Kleine Änderungen können einen großen Unterschied machen. Ja, und die Verbreitung des Bewusstseins kann andere dazu motivieren, gesündere Entscheidungen zu treffen. Lassen Sie uns weiterhin gute Gewohnheiten bei unseren Freunden und unserer Familie fördern. Lektion 28: Unbeabsichtigte Missgeschicke. Sind Sie schon einmal versehentlich mit jemandem zusammengestoßen, während Sie etwas trugen? Verf Ich versuche nicht, diese Dinge zu tun. Es passiert einfach manchmal. Das kann ziemlich peinlich sein, nicht wahr? Tatsächlich. Ich habe einmal mein Getränk verschüttet, weil ich beim Gehen abgelenkt war. Das klingt bedauerlich. Ich hoffe, die Person hatte Verständnis. Glücklicherweise nahmen sie die Sache ziemlich humorvoll auf. Das ist gut zu hören. Lachen kann solche unangenehmen Momente lindern. Tschuf, wir alle haben ab und zu unsere ungeschickten Momente. Schließlich ist es ein Teil des Menschseins. Lektion 29: Erinnern im Gebet. In Konfliktzeiten ist es wichtig, an die Betroffenen zu denken. In unseren Gebeten sollten wir zu Recht der Trauernden in unserem eigenen Land gedenken. Absolut. Mitgefühl ist in schwierigen Zeiten unerlässlich. Ja, und es erinnert uns an unsere gemeinsame Menschlichkeit. Gerade in Zeiten der Not ist es wichtig, sich gegenseitig zu unterstützen. Ich stimme zu. Freundlichkeit kann den Leidenden Trost spenden. Wir sollten auch Wege finden, der Gemeinschaft auf praktische Weise zu helfen. Das ist eine wunderbare Idee. Jede kleine Geste zählt. Gemeinsam können wir einen bedeutenden Unterschied machen.
Lektion 30, Modedilemmas. Ich habe in letzter Zeit mit meiner Garderobe zu kämpfen. Oh, das ist ein häufiges Dilemma. Was scheint das Problem zu sein? Ich habe das Gefühl, dass ich für die bevorstehende Veranstaltung nichts zum Anziehen habe. Wo gehst du hin? Es ist eine formelle Veranstaltung und ich möchte so gut wie möglich aussehen. Ich verstehe. Vielleicht können wir zusammen einkaufen gehen und etwas Tolles finden. Das klingt nach einer großartigen Idee. Ich könnte eine zweite Meinung gebrauchen. Auf jeden Fall. Ich helfe Ihnen gerne bei der Auswahl des perfekten Outfits. Vielen Dank. Ich bin überzeugt, dass wir etwas finden werden, das Eindruck macht. Lektion 31, letzte Details. Ich glaube, es wäre für uns sehr vorteilhaft, ein Treffen zu vereinbaren, um die letzten Einzelheiten zu besprechen. Das ist wirklich eine großartige Idee. Wir können alles durchgehen und sicherstellen, dass wir auf dem gleichen Stand sind. Genau. Es ist wichtig, dass wir alle Unklarheiten klären, bevor wir weitermachen. Ich stimme vollkommen zu. Möchten Sie sich lieber vormittags oder nachmittags treffen? Ich denke, der Morgen wäre am besten, da wir die Aufgaben mit frischen Köpfen angehen können. Das klingt perfekt. Sagen wir dann 10 Uhr. 10 Uhr passt mir gut. Ich werde die Tagesordnung vorher vorbereiten. Ausgezeichnet. Ich werde alle notwendigen Dokumente mitbringen, um unser Gespräch zu erleichtern. Fantastisch. Es ist immer produktiv, wenn wir gut auf Meetings vorbereitet sind. Lektion 32, der Wolf und die Menschen. Es ist faszinierend, wie der Wolf immer wieder in die Hand des heiligen Franziskus zurückkehrte. Wirklich ziemlich faszinierend. Der Wolf schien Vertrauen und Verständnis zu haben. Ja, es ist bemerkenswert, wie Tiere eine Bindung zu Menschen aufbauen können. Es ist ein Beweis für die Macht des Mitgefühls und der Empathie, finden Sie nicht? Auf jeden Fall. Auch die Reaktion der Menschen war sehr berührend. Sie hatten zunächst Angst, aber das Verhalten des Wolfes veränderte ihre Wahrnehmung. Dieser Moment der Einheit zwischen Mensch und Tier war sehr bewegend. In der Tat, es ist herzerwärmend, wenn Natur und Menschlichkeit eine gemeinsame Basis finden. Solche Geschichten erinnern uns an unsere Verantwortung gegenüber allen Lebewesen. Lektion 33, Mark Twain. Haben Sie sich jemals mit den Werken von Samuel Clemens, auch bekannt als Mark Twain, beschäftigt? In der Tat, das habe ich. Mark Twain war der Autor einiger der beliebtesten literarischen Klassiker. Sein Humor und Witz sind beispiellos, finden Sie nicht auch? Besuch. Seine Fähigkeit, Geschichten zu erzählen, fängt die Essenz des amerikanischen Lebens ein. Ich finde, dass seine Charaktere unglaublich nachvollziehbar sind, insbesondere Huck Finn. Die Abenteuer von Huck Finn spiegeln wahrhaftig den Kampf der Jugend und der Freiheit wider. Genau, Twains Fähigkeit, ernste Themen mit Humor zu versehen, ist brillant. Es handelt sich um eine einzigartige Fähigkeit, die auch heute noch bei den Lesern Anklang findet. Welches ist Ihr Lieblingswerk von ihm? Lektion 34, cremige Textur.
Haben Sie schon einmal ein Dessert mit cremiger Textur probiert? Ja, das habe ich. Ich finde, dass ein cremiges Dessert sehr köstlich sein kann. Welche Größe würden Sie für ein solches Dessert bevorzugen? Ich würde mich für ein Medium entscheiden. Ich möchte nicht, dass es überwältigend ist. Das klingt vernünftig. Eine mittlere Größe ist oft die richtige Balance. Ja, zu viel des Guten kann manchmal das Erlebnis verderben. Es geht darum, die Aromen zu genießen, ohne zu übertreiben. In der Tat. Ich glaube, Mäßigung ist der Schlüssel, insbesondere bei Desserts. Sollen wir einige Optionen für unseren nächsten Dessertausflug erkunden? Lektion 35. Indoor-Aktivitäten. Das klingt entspannend, nicht wahr? Das stimmt. Aber wird es Ihnen nicht langweilig, zu lange drin zu bleiben? Ich muss zugeben, dass mir einige Outdoor-Aktivitäten von Zeit zu Zeit durchaus Spaß machen. Das kann ich verstehen. Die frische Luft kann sehr belebend sein. Genau, eine gute Balance zwischen Zeit drin und draußen ist wichtig. Auf jeden Fall. Was sind Ihre liebsten Outdoor-Aktivitäten? Ich wandere gern und erkunde gerne neue Wege. Und Sie? Ich liebe es, mit dem Fahrrad durch Parks zu fahren. Es ist sowohl Bewegung als auch Spaß. Das klingt wunderbar. Vielleicht können wir gemeinsam ein Outdoor-Abenteuer planen.